Hallo, in diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie man aus einer Apple Watch, beziehungsweise hier in dem Fall eine Apple Watch 6, mit ein paar wenigen Apps auch eine wirklich gute Fitness- bzw. Sportuhr machen kann. In meiner sonstigen Zeit nutze ich normalerweise die Fenix 6 bzw. in meinen Outdoor-Aktivitäten, da die ein bisschen robuster ist und auch deutlich länger Akkulaufzeit hat, gerade bei den Aktivitäten. Aber für den Alltag ist diese Uhr hier doch nicht so ganz zu gebrauchen, da sie einfach viel, also mir zumindest viel zu klobig ist. Und da ist ja die Apple Watch in dem Fall doch wirklich sehr gut, beziehungsweise schön schmal. Wenn wir jetzt aber über Akkulaufzeiten sprechen, ist klar, die Apple Watch hat hier den deutlichen Nachteil, da mit einem Tag Laufzeit doch die sehr beschränkt ist. Also der Hersteller gibt jetzt 18 Stunden an mit einer Stunde Bewegungszeit, aber ich habe da, wenn ich das richtig nutze, komme ich da auch deutlich drunter. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an und legen los. Zuerst möchte ich euch den Klassiker zeigen, und zwar die Steps-App. Hier werden klassisch die Schritte gezählt. Man kann hier eine Historie sehen, was man die letzten Stunden an Schritten gemacht hat. Und es werden auch die Stockwerke gezählt. Wenn ich auf das Männchen drauf drücke, wenn es funktioniert, dann sieht man auch, wie viele Stockwerke man gegangen ist. Und dann werfen wir noch einen kleinen Blick in die App. Da sind die Schritte auch aufgelistet, die Graphen sind da. Und hier kann man auch ein paar Statistiken aufrufen, was meine Durchschnittsschritte sind, wie viele Stunden, was meine Rekorde sind. Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit zu sehen, wie viel Kalorienentfernung ich habe hier gemacht. Also alles, was das statistische Herz begehrt. Und dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit, hier Medaillen zu sammeln. Also auch da ist alles geboten. Als nächstes hätten wir die App Training Today. Hier bekommt man so einen kleinen Überblick, wie stark der Körper belastet ist. Gerade wenn man ein Training gemacht hat, sieht man hier, dass der Graph nach unten geht und dass man doch in die Regeneration gehen soll. Oder wenn man jetzt lange Ruhepause hat, dann kann man sehen, okay, dein Körper ist bereit. Also ja, das Ganze wird auch über deine Herzfrequenz ermittelt. Das heißt also, es wird geguckt, wie ist der Stress im Körper. Alle, die Garmin nutzen, kennen vielleicht die Body Battery, so eine ähnliche Funktionsweise hat das. Als nächstes kommen wir zu meiner Lieblings-App, und zwar die Work Outdoors App. Wie man sieht, kann man hier ganz viele Outdoor-Aktivitäten auswählen, die man von Apple Watch schon kennt. Aber das Kernfeature dieser App ist tatsächlich die Möglichkeit, hier zu navigieren. Ich kann hier zum Beispiel in Komoot eine Strecke erstellen und diese dann per GPS importieren, wie ich jetzt gerade hier schon eine ausgewählt habe. Und wenn ich hier dann auf Running gehe, dann wird, wenn die Karte hinterlegt ist, bzw. ausgewählt worden ist, wird die Karte dann auch angezeigt. Und ich habe dann eine Navigation. Hier sieht man dann anhand den Pfeilen, wie ich laufen soll, also wie ich mir den Weg geplant habe. Und hier ist auch wirklich, man sieht, man kann reinzoomen, rauszoomen. Hier sind auch alle Waldwege hinterlegt und dann sehe ich direkt, okay, da ist meine Strecke, hier muss ich lang. Und es gibt auch eine Warnung, wenn ich mal falsch abbiege. Das einzige Kritische ist, dass es keine Abbiegehinweise gibt. Wenn wir uns jetzt mal die App anschauen, da werden die ganzen Workouts hinterlegt. Da kann man sich die dann angucken, beziehungsweise in Analyse gehen. Dann sieht man die Pace, welche Höhenmeter hat man gemacht, wo hat man Kalorien verbraucht am meisten, wie viele Schritte. Und man kann natürlich, wenn man möchte, individuell alle möglichen Watchfaces einstellen. Also da ist wirklich, gibt es alle Möglichkeiten. Ich werde diese App aber nochmal in einem separaten Video vorstellen, da sie ja doch sehr komplex ist und sehr hilfreich. Wenn euer Fokus auf Intervalltraining liegt, würde ich die Intervall Pro App empfehlen. Hier kann man sich alle möglichen erdenklichen Intervalle erstellen. Man bekommt einen Signalton und eine Ansage. Und hier gehe ich mal gleich in eine Übersicht hinein. Genau, jetzt hat es geklappt. Das sieht man dann hier zum Beispiel, sind jetzt 20 Sekunden und 10 Sekunden Ruheintervalle hinterlegt. Sehr zu empfehlen. Als nächstes möchte ich die App Heartwatch vorstellen. Wie der Name schon sagt, behandelt das Thema Herz. Hier kann ich zum Beispiel im Trainingsbereich, wenn ich auf Training gehe, mit meinen Trainingszonen arbeiten, also mit den 5 Zonen, die wir haben, bis zum Extrem, damit ich weiß, in welchem Bereich ich trainiere. Die große Stärke liegt aber in der App selber. Auf dem iPhone hat man hier wirklich im Dashboard eine gute Übersicht über alle Werte, die einen so interessieren, sei es Schlaf, sei es Ruheherzfrequenz, sei es Aktivitäten. Man hat hier auch eine Prognoseübersicht, wie viele Schritte werde ich noch schaffen, wenn ich so weitermache. Man kann die Trainings auch einzeln analysieren, also man kann hier die Trainings auswählen, dann kann man direkt reingehen und kann auch sehen, welchen Zweck das Training brachte. Ja, ist es mehr Fitnessaufbau, war es mehr Fettverbrennung, mehr für die Gesundheit, und auch da ist nochmal alles detailliert aufgeschrieben. Also wirklich sehr übersichtlich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein paar interessante Apps für eure Apple Watch.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Sport.